Und jetzt das Heute-Journal. Guten Abend Ihnen allen. Das erleichterte Aufatmen von Millionen Bahnkunden können wir uns sehr gut vorstellen angesichts der Nachricht heute, dass der Bahnstreik früher vorbei sein wird als geplant. Nach Wochen ohne Verhandlungen, in denen der Eindruck immer stärker wurde, Gewerkschaft und Bahnmanagement gehen sich gegenseitig auch ganz persönlich enorm auf die Nerven, heißt es heute, beide Seiten strebten einen Tarifabschluss bis Anfang März an. In den kommenden 5 Wochen soll es keine neuen Streiks geben. Stattdessen Verhandlungen. Zur Not auch mit Hilfe von 2 Moderatoren. Na also, geht doch, möchte man sagen. Dominik Lessmeister. Noch ist vielerorts fast nichts los an Deutschlands Bahnhöfen. Doch der Lokführerstreik endet früher als geplant. Im Güterverkehr bereits am Sonntagabend um 18 Uhr, im Personenverkehr am Montag früh um 2 Uhr. Zum Wochenbeginn gilt wieder der reguläre Fahrplan. Bahn und GDL verhandeln wieder. In den kommenden 5 Wochen werden wir verhandeln, aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wie es sich gehört. Und bis zum 3. März gilt eine Friedenspflicht. Das heißt, keine weiteren Streiks bis zum 3. März. Das ist eine sehr gute Nachricht für all diejenigen, die mit uns unterwegs sein wollen. Bereits vereinbart die Zahlung von 1.500 € Inflationsausgleichsprämie im März. Auch das für die Lokführergewerkschaft wichtige Thema Arbeitszeit soll angepackt werden. GDL-Chef Wieselski erklärt dazu. Insbesondere die Verhandlungsbereitschaft der DB zur Arbeitszeitabsenkung für Schichtarbeiter ist zentral bedeutsam. Die erste Verständigung nach Wochen der Eskalation und gegenseitigen Beschimpfungen. Vor allem der aktuelle Rekordstreik brachte der GDL viel Kritik ein, erhöhte den Druck auf Bahn und Gewerkschaft. Es kam wahrscheinlich die Einsicht von beiden Seiten, aber der Druck von außen wurde natürlich auch erheblich auf beide Tarifpartner. Auch wir haben ja beide Tarifpartner unabhängig von Schuldzuweisungen aufgefordert, im Sinne der Fahrgäste wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Bei den Fahrgästen wie hier in Hamburg Erleichterung. Ich würde es gut finden, wenn sie sich endlich einigen würden. Es wird ja immer behauptet, die Forderungen bestehen zu Recht, aber irgendwo ist auch mal die Grenze des Zumutbaren erreicht. Bis zum 3. März keine weiteren Streiks und die Hoffnung, dass es bis dahin eine Einigung zwischen Bahn und Lokführern gibt. Ja, es gab ja einige Appelle, doch jetzt endlich zu Potte zu kommen. Der Bundesverkehrsminister war vor 3 Tagen hier im Heute-Journal auch mit einem Appell seinerseits. Aber beide Seiten zeigten sich bislang unversöhnlich. Stefanie Hein am Berliner Hauptbahnhof. Was hat denn jetzt wohl die Kehrtwende gebracht? Naja, es gehört ja zur Choreografie solcher Tarifverhandlungen, dass es auf solche klaren, schönen Fragen selten so ganz einfache Antworten gibt. Und diesmal ist auch noch Verschwiegenheit vereinbart. Aber klar ist, so ein Streik ist teuer. Die Bahn spricht davon, dass das 25 Millionen kostet pro Tag den Konzern, so ein Streik. Sicher ist es auch für die Gewerkschaft nicht günstig, auch wenn die keine Zahlen veröffentlicht. Aber die zahlen schließlich für ihre streikenden Mitarbeiter Streikgeld. Die Bahn gehört dem Bund und der Bundesverkehrsminister hat ja schon gesagt, dass er gar kein Verständnis hat für diesen Streik. Und er hat auch sehr darauf hingewiesen, dass ein Streik auch im Güterverkehr einen großen wirtschaftlichen Schaden für die gesamte Wirtschaft hat, wenn Betriebe nicht beliefert werden. Also all diese Sachen, sicherlich in unterschiedlichen Gewichtsanteilen, werden jetzt dazu beigetragen haben, dass wieder verhandelt wird. Und das heißt dann, Stefanie, dass ab Montag bereits und dann auch für die kommenden Wochen alles wieder normal läuft? Na, die Bahn hat heute gesagt, die Bahnsprecherin sagte, es werden morgen 1000 Züge, die umgeplant werden müssen, damit am Montag so halbwegs wenigstens jeder Zug da ist, wo er hingehört. Es wird noch etwas ruckeln, war heute die Ansage. Aber dann soll es fahren bis zum 3. März. Sollen die Züge fahren, so wie sie geplant sind, ganz normal, mit allem, was zum normalen Bahnfahren ebenso dazu gehört. Ja, wahrscheinlich dann auch wieder mit all den normalen Problemen, in Anführungszeichen. Herzlichen Dank, Stefanie Hein, live vom Berliner Hauptbahnhof natürlich. So, wenn eine neue Partei auftritt auf der politischen Bühne, dann stellen sich ganz grundsätzliche Fragen. Was haben die vor? Was steht im Programm? Ist das Protest oder echter Aufbruch? Und ganz generell gesagt, wo ist die Partei zu verorten? Links, rechts, irgendwo dazwischen?
Beim Bündnis Sahra Wagenknecht stellen sich diese Fragen noch mal besonders deutlich. Die Namensgeberin war jahrelang in der Linken aktiv, von denen sie sich heute abzugrenzen versucht. Ebenso wie von der AfD. Andrea Maurer berichtet vom allerersten Bundesparteitag des BSW. Für diese beiden ist die neue Partei wohl auch Vollendung ihres Lebenswerks. 2 Parteien hat Oskar Lafontaine schon hinter sich gelassen im Zorn, 2005 die SPD, 2022 die Linkspartei. Das Bündnis Sahra Wagenknecht, die Partei seiner Frau, soll nun Heimat sein für politisch Heimatlose, auch für ihn, der in einer radikal veränderten Weltordnung immer noch an die Friedenspolitik der 60er Jahre glaubt. Willy Brandt erhielt für diese Außenpolitik den Friedensnobelpreis. Und ich würde mir wieder wünschen, dass ein deutscher Bundeskanzler mal wieder den Friedensnobelpreis erhalten würde und nicht für Waffenlieferungen und für Aufrüstung einstehen würde. Das BSW will Partei sein für die, die Alternativen suchen, bislang vor allem bei der AfD. Die AfD ist politischer Gegner, Wählerinnen und Wähler der AfD aber wollen sie gewinnen. Es empört mich immer wieder, wenn kritische Meinungen, um sie klein zu machen, einfach mal als rechtsradikal oder rechtsoffen diffamiert werden. Rund 380 Neumitglieder sind in das ehemalige Kino Kosmos in Berlin gekommen. Viele von ihnen hat das Bündnis aus der Linkspartei rekrutiert. Sie stimmen ab über Programm und Personal. Gewählt sind sie selbst nicht. Man hat den Eindruck, dass dieses Konzept der Top-Down-Partei, die von oben alles in bester Ordnung systematisiert, aufgeht. Es gibt alle Abstimmungen fast ohne Gegenstimme. Man konzentriert sich auf den Kernkanon dessen, was auch diese Strömung innerhalb der Linkspartei bereits für ihr gemeinsames Credo entwickelt hat. Die Europawahl im Juni ist die erste Wahl, bei der das BSW antreten will. Das Bündnis kritisiert die EU in ihrer aktuellen Form, will eine Begrenzung der Migration und einen Stopp der Waffenlieferungen an die Ukraine, um, Zitat, Russland zur Aufnahme von Verhandlungen zu motivieren. Geht es nach dem frisch gewählten Spitzenkandidaten, wird diese Wahl eine Anti-Ampel-Wahl. Die Menschen in Deutschland sprechen mittlerweile abends Stoßgebete aus, dass Olaf Scholz ein Kurzarbeiter im Kanzleramt werden möge. Die Ampelkoalition ist die Erntehelferin der AfD. Aber beten hilft nicht, liebe Freundinnen und Freunde. Man muss auch wählen. Und deswegen ist die Europawahl eine Chance dieser Regierung, eine deutliche Warnung zu senden. Die Parteigründung fällt in eine Zeit multipler Krisen. Eine Unsicherheit, die Wagenknecht beschwört. Mündet der Umbruch in einen Aufbruch oder in die Katastrophe? Alles ist möglich. Und wir starten auch jetzt deshalb, weil wir nicht nur zuschauen, sondern weil wir eingreifen und handeln wollen. Weil ab jetzt hängt es auch von uns ab, wie Deutschland in 5 oder 10 Jahren aussehen wird. Wagenknecht will ihr Bündnis als doppelte Alternative positionieren zur AfD und zur Ampel. Wer, wenn nicht wir, sagen sie hier mit einer Selbstgewissheit, die sie an anderen Parteien auch kritisieren. Nie wieder. Dieses Bekenntnis gehört zum 27. Januar seit Jahrzehnten dazu. Dazu wehen in Deutschland die Flaggen auf Halbmast. Nie wieder Ausgrenzung und Rassenwahn und Diktatur und Massenmord. Heute vor 79 Jahren wurde das KZ Auschwitz-Birkenau befreit von der Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten, die nicht nur dort in deutschem Namen unfassbare Verbrechen verübten. In diesem Jahr ist das Nie wieder mehr denn je in aller Munde. Das ist einerseits gut, weil der Kampf gegen Antisemitismus und die Feinde der Demokratie niemals auf einen Gedenktag beschränkt sein sollte. Es ist andererseits auch verstörend, weil sich Jüdinnen und Juden auch im Deutschland des Jahres 2024 nicht mehr sicher fühlen. Hier sind ihre Stimmen. Ich fühle mich zu 100% jüdisch, auch zu 100% deutsch. Also ich würde sagen, deutscher Jude. Mein Name ist Norm Petri, ich bin 20 Jahre alt und studiere Medizin in Berlin. Im Januar 2024 fühle ich mich als junger Jude in Deutschland ziemlich unsicher. Ich glaube, ich befinde mich gerade in einer Zeit, wo sich mein zukünftiges Leben, ob es in Deutschland ist oder nicht, entscheidet. Online ist es im Grunde genommen so, dass unter Posts von mir beispielsweise geschrieben wird, es riecht hier nach Gas. Seit dem Angriff der Hamas auf Israel hat sich einiges in Deutschland für mich verändert. Vieles stand im Kontext immer schon
zum Spruch nie wieder, der zu nie wieder ist jetzt geändert worden ist. Ich frage mich, wo die Leute waren, als es darum ging, dass auf deutschen Straßen der Judenmord gefeiert worden ist, dass Häuser mit Davidstern markiert worden sind. Als Jüdin in Deutschland bin ich hier zu Hause und gleichzeitig immer wieder damit konfrontiert, dass unser Dasein in diesem Land nicht selbstverständlich ist. Mein Name ist Hanna Weiler und ich bin Präsidentin der Jüdischen Studierendenunion Deutschland. Ich frage mich immer wieder, wie groß wäre meine Familie? Wer wäre ich, wenn sie nicht vernichtet worden wären? Es ist einfach ein ganz anderes Erbe, eine ganz andere Last, mit der man irgendwie auf die Welt kommt. Und das macht unsere Existenz hier sehr ambivalent und sehr widersprüchlich und irgendwie auch sehr extrem und radikal. Die Tatsache, dass wir freiwillig wieder in Deutschland leben. Ich unterscheide strikt zwischen Schuld und Verantwortung. Also die zweite Generation, dritte Generation, sie haben nichts mit dem Schuld zu tun. Aber diese Verantwortung, dass das nicht wieder passiert, diese Verantwortung gehört uns allen. Ich heiße Ron Segal. Ich lebe als israelischer Schriftsteller in Berlin seit 2009. Ich bin 43 Jahre alt. Ich habe 3 Kinder. Nach dem Beginn des Krieges war das erste Mal, dass ich eine Polizeibegleitung für meine Lesungen bekommen habe. Und das fand ich schon wichtig, aber auch ein bisschen unberührend. Also ich bin ja keine Synagoge, ich bin ein Mensch. Ich habe ja deutsche Wurzeln. Meine Großeltern mütterlicherseits stammen aus Berlin. Das ist für mich eine Familiengeschichte und ich betrachte meinen Umzug nach Berlin als eine Art Rückkehr der Familie. Ich wünsche mir, dass jüdisches Leben einfach als selbstverständlich betrachtet wird. Es muss nicht irgendwas Exklusives sein. Es ist auch keine Parallelwelt. Jüdisches Leben findet die ganze Zeit statt, besonders in großen Städten. Wir müssen Antisemitismus im Hier und Jetzt bekämpfen. Es reicht nicht, nur mit toten Jüdinnen solidarisch zu sein. Wie jüdisches Leben in Deutschland aussehen soll ich nicht bestimmen. Das ist nicht meine Aufgabe. Das ist eine Frage, die unter den Deutschen abklären werden soll. Was für eine Gesellschaft wollen sie haben? 3 Minuten mit sehr viel drin zum Nachdenken. Nicola Albrecht hat die Stimmen junger Jüdinnen und Juden in Deutschland gesammelt an diesem Holocaust-Gedenktag 2024. So, was ist noch wichtig heute? Die Antworten hast du, Kai Sölve. Ja, und Antworten ist da schon ein gutes Stichwort, denn die werden immer lauter vom UN-Palästinenser-Hilfswerk gefordert. Mehrere Länder setzen ihre Zahlungen an die UNRWA aus, darunter Deutschland. Israel wirft 12 Mitarbeitern vor, sie hätten sich am Hamas-Überfall vom 7. Oktober beteiligt. Das Hilfswerk leitete eine Untersuchung ein und kündigte den Beschuldigten. Israel gehen die Reaktionen nicht weit genug. Außenminister Katz erklärte, man wolle sicherstellen, dass die UN-Organisation nach dem Krieg im Gazastreifen keine Rolle mehr spielen wird. In ganz Deutschland sind wieder Zehntausende gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. Allein in Düsseldorf kamen bis zu 100.000 zusammen, darunter viele Familien mit Kindern. Vor 25.000 Menschen fand Verteidigungsminister Pistorius in Osnabrück klare Worte. AfD-Wählern müsse klar sein, dass sie Faschisten wählen. Auch in etlichen anderen Städten setzten Bürger ein klares Zeichen gegen rechts. Mehr als 50 Unternehmen haben rechtsextreme Kräfte als Bedrohung für die Demokratie und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit bezeichnet. In einem gemeinsamen Brief riefen sie die demokratischen Parteien zum Schulterschluss auf, auch um den Umbau zu einer klimaneutralen Wirtschaft zu schaffen. Dafür brauche es wettbewerbsfähige Energiepreise, eine Reform der Schuldenbremse und eine digitale Verwaltung. Der frühere US-Präsident Trump muss der Autorin E. Jean Carroll weitere 83,3 Millionen $ zahlen wegen Verleumdung. Das hat eine Jury in New York entschieden und der Klägerin damit deutlich mehr Geld zugesprochen als erwartet. Trumps Anwälte kündigten Berufung an. Weil er Carroll sexuell missbrauchte und sie als Lügnerin bezeichnete, war Trump bereits in einem früheren Prozess verurteilt worden zur Zahlung von 5 Millionen $. Wie immer samstags gibt es die Lottozahlen 14, 20, 24, 29, 33, 43. Superzahl ist die 4. Weitere Gewinnzahlen gibt es auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text auf Seite 556.
Das Wetter wird morgen weitgehend sonntagstauglich, denn bei 5 bis 11 Grad scheint fast überall die Sonne. Nur im Norden wird es auch mal wolkig und an den Flüssen kann sich teils zäher Nebel halten. Auch die nächste Woche startet im Norden mit einem Mix aus Sonne und Wolken und im Süden mit Nebel am Morgen und danach viel Sonnenschein. Toll. Das war unser Infoangebot aus der Heute-Journal-Redaktion. Wir sind morgen an diesem sonnigen Tag gerne wieder für Sie da, dann um 21:45 Uhr. Ja, und für Langaufbleiber gibt es nachher um 0:24 Uhr noch mal den neuesten Nachrichtenstand bei Heute Express. 0:24 Uhr. Angenehmen Abend. Ciao.